Bevor mich eine Biene sticht, backe ich mir wieder einen Bienenstich. Super Wortspiel, oder? Und dafür brauchen wir ein bisschen warme Milch. Und darin lösen wir uns Butter und Zucker auf. Ach ja, jetzt ist es schön handwarm. Und jetzt können wir die Hefe drin auflösen. Und dass es handwarm ist, erkennen wir daran, dass die Hände auch drin bleiben wollen. So wie damals bei der Palmolive-Werbung. Kennt ihr noch die Tilly? Ach, sie bahnen gerade ihre Hände da drin. Hefe ist aufgelöst und jetzt kippen wir es gleich ins Mehl. Noch ein bisschen Salz dazu und den Rest rein. Und so lässt man an einem warmen Ort gehen. Während unser Teig geht, kochen wir uns jetzt schon mal den Pudding. Und dafür habe ich mir meinen Topf schon mal mit kaltem Wasser ausgespült. Das ist nämlich oft der Trick, damit die Milch nicht anbrennt. Ein Teil davon gebe ich schon mal rein. Ein bisschen Milch lassen wir uns nämlich übrig. Damit müssen wir unser Puddingpulver anmischen. Da kommt noch ein bisschen Zucker rein. Gut umrühre und rein in die Milch rühre. Und jetzt tun wir uns noch die Milch direkt aufkochen hier, ne? Und zwar volle Pulle. Gar nicht anfassen, nicht berühre, nicht umrühre und dann brennt die auch nicht an. Aber aufpassen, dass es nicht überkocht. Und jetzt kommt's hoch, die Milch. Komm schnell, jetzt müssen wir es gleich wieder wegnehmen. Mit dem Schneebesen rühren wir jetzt das schön unter. Rühre, rühre. Und dann hauen wir es nochmal auf die heiße Platte und unter Rühre nochmal aufkochen, ne? Wird schon dick hier, guck, es kocht. Nur kurz aufblubbern lassen, so eine halbe Minute ungefähr, ne? Und schon ist der Pudding fertig. Das geht zapp, zapp, zapp. Jetzt kommt der nächste Trick, ne? Und zwar muss der Pudding sofort in eine Schüssel rein. Da nehmen wir den allerletzten Rest mit raus, ne? Da lassen wir nichts drin, ne? Aber es kann natürlich auch vielleicht irgendjemand den Rest ausnaschen, ne? Und damit der Pudding nicht selber eine Haut kriegt, machen wir ihm schon mal eine, noch ganz heiß mit einer Frischhaltefolie so abdecken, ganz dicht dran, ne? Weil die Haut, die brauchen wir nämlich dann nicht, ne? Und so lässt man jetzt schön abkühlen. Ohne eingefettete Backform geht natürlich nichts, ne? Und dann nehme ich immer so ordentlich Butter, auch am Rand, ne? Und da habe ich mir dann auch hier so ein bisschen wieder was vorgeschnitten, ein bisschen Backpapier, so rundes Kreisele, kennt ihr ja schon, mein Kreisel kommt dann wieder auf den Boden, ne? Bisschen Mehl auf der Arbeitsplatte, ne? Und jetzt guckt dir mal den Teig an hier, du. Wahnsinn! Den kneten wir uns jetzt noch ein bisschen durch. Formen den leicht ein bisschen rund, nicht, dass wir jetzt noch ein Brot draus knete hier, ne? Und dann wird er ein bisschen ausgerollt, dass er dann so ungefähr in unsere Springform passt. Man kann ja zwischendurch mal kleine Tests machen, mal kurz hier so ein bisschen draufhalten, ne? Ein bisschen können wir noch, ne? Ja, so ganz ein kleines bisschen, ne? Und rund halt, ne? Rund ausrolle. Ist ja nicht so schwer, wie man oft denkt, ne? Bienenstich habe ich mir auch immer gedacht, kaufe ich mal lieber beim Bäcker, aber der schmeckt selbst gemacht natürlich oberlecker. Rums, hau halt alles zusammen wieder. So, und jetzt legen wir dann rein in unsere Form und tun den noch so ein bisschen rund andrücke hier so. Der geht ja dann nochmal auf und passt sich schön an. Und so lassen wir nochmal abgedeckt an einem warmen Ort gehen. Alter Schwede, habt ihr das gesehen? Wenn der aufgeploppt ist, der Wahnsinn. Jetzt brauchen wir auch noch einen Belag und dazu habe ich mir hier hinten schon ein bisschen Butter aufgelöst. Da kommt jetzt noch ein bisschen Sahne drin, Zucker und was wäre ein Bienenstich ohne Honig, ne? Und das Ganze jetzt noch ein bisschen unterrühre und dann noch 2 Minuten aufkochen. Muss man dann aber auch mal den Timer einstellen, ne? Weil sonst vergesse ich wieder die Zeit und dann kocht das zu lange. Haben wir alles schon gehabt. Jetzt nehme ich mal ein Handtuch ganz vorsichtig weg, dass es nicht ein Windzug oder so erwischt. Der Ofen habe ich schon vorgeheizt, 180 Grad oben unterhitzt. Und wenn das jetzt hier so fertig ist mit 2 Minuten, ne, dann tun wir dann jetzt unsere Mandeln noch mit rein. Und das so ein bisschen verrühre und schon ist der Belag fertig. Das ist ja nicht schwer, Leute, glaubt mir's. Und der riecht so gut. Och, einmalig. Ich liebe es ja mit dem Backen, ne? Und jetzt ruf auf den Teig und schön gleichmäßig verteile. Ab geht's in den Ofen. Ich habe dann natürlich schon mal was vorbereitet, damit das ein bisschen schneller geht. Der hier ist schon abgekühlt und fertig und achtet auch darauf, wenn ihr den rausnimmt, auf den Ofen frisch. Klar, auf den Ofen nicht. Ihr habt ihn nicht auf den Ofen, oder? Im Ofen. Wir sind ja gerade nah. Wenn ihr dann rausnehmt, nehmt gleich den Springformrand ab. Sonst pappt das nämlich fest. Wenn ihr den komplett drin abkühlen lasst, kriegt ihr das nicht mehr raus. Also abkühlen lassen ohne Springformrand. Und jetzt tun wir uns mal den Deckel hier abschneiden. So, Deckel weg und den legen wir uns erstmal zur Seite.
Und damit das Ganze schön gerade wird, habe ich hier noch mein Tortenmesser, ne? Dann tun wir da hier ein bisschen was abschneiden noch. Weil den Deckel zu lösen, das ist damit nicht so einfach, habe ich festgestellt. Darum habe ich jetzt auch das mit dem Brotmesser gemacht. Da geht's einfacher. Seht ihr? So ein bisschen schief ist es ja doch dann immer. Und der Rest, den kann irgendjemand, wie ich mir jetzt dann nasche, ne? Dann tun wir unseren Boden auf unsere schöne Glastorte, dreht Tellerchen. So mittig platziere und Tortendringel drüber. Und ihr wisst ja, ohne Tortenrandfolie geht bei mir nichts. Die haben wir uns jetzt auch noch dazwischen. Was brauchen wir jetzt noch? Mensch, Sahne! Und die schlagen wir uns jetzt mit Vanillezucker, Zucker und Sahne steif. Der Pudding ist schön abgekühlt. Guck mal, da ziehen wir jetzt die Haut weg, ne? Einmalig hier, ne? Weil wenn der selber Haut bildet, dann ist es nämlich nichts. Und den tun wir jetzt mal einfach noch so ein bisschen umrühren. Vorsichtig. Und dann ab in die Sahne und unterhebe. Und dann geht schon drauf auf die Kuchen. Bisschen Glattsteiche. Und da habe ich wieder mal super duper Streichhilfe. Ich verlinke euch das alles unten in der Videobeschreibung. Ach so, und übrigens, guckt euch doch mal um auf www.feinfeinschmeckt's.de. Da gibt's jetzt auch ein Newsletter, da könnt ihr euch anmelden. Und da schreibe ich euch ab und zu auch mal eine E-Mail. Und die kommt jetzt mal so eine Stunde in den Kühlschrank und dann machen wir es uns hübsch. Das ist doch das ultimative Stückchen Bienenstich. Oberlecker, nicht vom Bäcker. Mensch, da freue ich mich jetzt drauf. Ciao, macht's gut.